Es ist so unglaublich, ja. Die Lyseos haben die ganze Welt verändert mit ihren Grundrissen, Harmony Line und Freistaat aktiv. Diesmal auf Fiat Ducato 8. Das Ganze werden wir uns jetzt mal anschauen. Hier ein sehr kompakter Liseo. Und um was es genau geht, das schauen wir uns gleich mal an. Er ist relativ kurz. Es gibt noch längere Modelle, die da sind. Und so viel kann ich schon verraten. Er hat eine riesengroße Face-to-Face-Sitzgruppe und ein Heckbad. Und dadurch wird er vom Raum her unschlagbar. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich mal, denn die Fahrzeuge haben wirklich den Markt verändert. Es gibt viele verschiedene Liseos, 3 Stück, 4 Stück insgesamt werden wir zeigen diesmal. Und Fiat Ducato 8 hat nochmal einiges geändert. Hier ist das Heck übrigens, auch das ganz neu mit 3D-Emblembuchstaben jetzt hier drauf, ausgestellten 3D-Leuchten mit drin und einem neuen Heckdiffusor, der jetzt mit drauf ist. Also ganz neues Erscheinungsbild. Ja, trotz einem Heckbad. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also, dass ihr das seht, habe ich noch die Möglichkeit, hier 2 E-Bikes reinzubringen. Eins mal im Minimum. Ein Roller wird vielleicht ein bisschen schwer mit dem Reinbringen. Das ist immer das Problem. Du musst ja auch irgendwie, wenn du ihn reindrückst, ihn verzurren können. Das würde gehen, aber es wird schon ein bisschen schwieriger. Ein E-Bike auf jeden Fall. Hier kommt man von innen ran. Das kann ich euch gleich zeigen. Es gibt eine große Klappe und überall natürlich Ablagefächer und eine Heizung mit drin. Selbstverständlich 230 Volt. Zugang hinten im Heck und das Ganze beleuchtet. Hier sieht man auch die Zentralverriegelung. Nettes Feature. Ich habe also hier ein Schloss und das schließt automatisiert beide Schlösser, die drin sind. Das heißt also auch die Klappe, die ist richtig fest verschlossen. Man sieht also auch hier nochmal, wie das Ganze gelöst ist, dass das Regenwasser ablaufen kann. Hier sind also nochmal alle Dichtungen mehrfach ausgeführt. Das sieht ordentlich aus. Kassettentoilette hier mit drin. Wir haben einen GFK-Aufbau. Ich gucke mal gerade an der Seite. Ich will mich da jetzt nicht genau festlegen. Zumindest sah es eben so aus. Aber ich könnte auch ein Alu-Aufbau sein. Aber das schreibe ich euch auf jeden Fall in die Artikelbezeichnung nochmal mit rein. Fahrzeug hier auf Fiat Ducato 8. Und das ist die Front. Auf die kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Vorne mit Panoramafenster und Harmony Line. Ja, bei Fiat Ducato 8 oft hier vorne der Fiat-Schriftzug, der vorne drin ist, der im neuen Ducato 8 ja drin ist, aber hier Bürstner Optik und Bürstner Grill. Das Ganze hier nochmal in Hochglanz an der Seite mit drin und natürlich in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger mit dabei. Fahrzeug selber, Breite, schauen wir mal, sind wir, ich kann nur schätzen, 2,33 Meter müsste das sein, denn die Spiegel sind ein bisschen erweitert und wir haben hier einen verbreiterten Aufbau an der Seite. So, guck mal gerade, eine Thule ist montiert mit einer LED-Beleuchtung. Wir haben eine ganz breite Aufbautür, Außengasanschluss ist hier mit drin. Also ich bin echt gespannt, was drin abgeht. Denn einen kurzen Blick habe ich mal reingeworfen, aber so ganz genau erfährt man es ja erst, wenn man alles auseinander nimmt. Ja, Liseo TD 680 G Harmony Line, wie er hier steht, stattliche 84.300 Euro, aber es ist sehr gefragt, denn man hat so viel Platz hier drin, wenn man denn bereit ist, das ist die einzige Einschränkung, wenn man abends schläft, das riesengroße Hubbett herunterzulassen. Ja, dann hat man diesen Innenraum hier. Ich fange mal mit den Basics an. Fliegengitter, selbstverständlich. Ich habe eine Aufbautür mit 3 Scharnieren. Auch das schließt sich sehr satt. Können wir mal gerade zumachen. Also ein richtig satter Verschluss. Nichts klappert hier. Und eine Truma-Heizung. Hier drin übrigens diese multifunktionellen Leuchten, die wir schon mal gezeigt haben, die per Akku aufgeladen werden. Die werden hier in der Tür platziert und die kann man auch als Taschenlampe verwenden. Hier ein Multifunktionsstauraum. Unter anderem kann ich hier auch natürlich Mülltüten reinmachen und die festmachen und das Ganze auch als Mülleimer verwenden oder was auch immer. Stauraum hier an der Seite, der kann verwendet werden für vielfältige Dinge. Schlüssel, hier kann ein
Ein Schirm kann zum Beispiel reingelegt werden, aber es gibt noch viel, viel mehr zu sehen. Das Wichtigste vielleicht in der Baureihe ist, dass man eine richtige Sofagarnitur hat. Das heißt also, es ist gar nicht so das Look and Feel wie in einem Wohnmobil drin, sondern man hat so eher so das Feeling, es fühlt sich eher an, warte mal, ich guck mal gerade, mal von der Seite, da mal rankommt. Das ist zu, jetzt ist es auf. Hier habe ich nochmal zusätzlich ein Fach, alles beleuchtet für so Kleinigkeiten, die ich gerne ablegen möchte. Und Fernsehvorbereitung an der Stelle. Warum die Stelle die perfekte Stelle ist, das werde ich euch gleich mal zeigen, denn das Thema Hubbett, das ist ganz entscheidend. Da muss der Fernseher dort montiert werden, wo man von überall drauf schauen kann. Das ist hier der Fall. Also alles ist direkt vorbereitet. Die Truma-Kontrolleinheit direkt am Eingang, die kann man dann auch vom Hubbett aus prima bedienen. Und das Bürstner Bedienfeld hier für die wichtigsten Sachen, unter anderem Fahrzeugspannungen, die kann ich ablesen und die Tankstände und kann die Pumpe an ausmachen. Das funktioniert. Großer Kühlschrank hier, aber vielleicht zunächst mal der Überblick. Wir haben ein Heckbad. Das ist unglaublich groß. Es ist, ich denke mal, so groß fast wie zu Hause. Mit einem Platz, da kannst du tanzen drin. Das ist, also ich stehe jetzt gerade in dem Bad drin. Wenn man hier die Tür offen lässt, dann hat man so viel Platz, man glaubt es kaum. Und hier sieht man den Spiegel, der hier drin ist. Du hast also einen richtig riesengroßen Spiegel und dahinter verbirgt sich ein, ja, fast hätte ich gesagt, ein begehbarer Kleiderschrank, denn der ist so groß wie zu Hause. Und ja, das ist wirklich einmalig. Also sowas hat kaum einer auf die Reihe gebracht, mit so viel neuen Features aufzuwarten. So, das Ganze hier ist hintergrundbeleuchtet. Ich habe also wirklich eine tolle Ausleuchtung von mir und meinem Gesicht. Kann mich also dann auch ordentlich schminken, als Mann oder als Frau. Und hier Toilettenpapier, Schränke, alles auch hier. Wenn ich das schließe, das ist alles massiv. Also es ist nicht irgendwie Popel oder so. Das ist richtig gut. Der Wasserhahn auch wie zu Hause, hast du das Gefühl. Also auch jetzt nicht so Camping-like. Und hier nochmal, weiß nicht, ob ich das schon auf hatte. Kleines Schränkchen mit dabei. Oben drüber mit dem Bügel. Das finde ich auch immer sehr praktisch. So kann man halt sehr, sehr schnell das Fenster auf und zu machen. Natürlich mit Fliegenschutz und so weiter, ja. Dieser große Spiegel, das ist unglaublich, ja. Also was das an Raumgefühl nochmal gewinnt, dadurch, dass das ja reflektiert wird, das Ganze. Und dadurch hast du die Tiefe von dem Fahrzeug, wenn ich jetzt zurückgehe, in der Spiegelung nochmal komplett mit drin. Und das ist nochmal für das Raumgefühl nochmal ein Riesengewinn, dass du also hier diesen Spiegel hast. Das ist unglaublich. Kannst du fast als Bett verwenden, hier drin. Und das ist ja mein Kleiderschrank. Das heißt, du kannst hier oben, kannst du alles Hängende aufhängen. Siehst also, wir sind hier wirklich bis zum Ende dran. Da hört das Fahrzeug auf schon. Es ist jeder Zentimeter genutzt hier in dem Fahrzeug. Und hier, ja, da kannst du dann Unterwäsche und alles reinmachen, was normal irgendwie rumfliegen würde. Hast also zwei ganz große Schubladen, die man ausziehen kann. Und der Bereich hier natürlich multifunktionell nutzbar mit vielen Ablagen, wo ich dann nochmal was reinlegen kann. Hier ist ein Rausfallschutz mit drin. Also das ist wirklich sehr, sehr groß. Und wenn ich das schließe, dann habe ich meinen Spiegel mit dabei mit den wichtigsten Informationen. Also hier kann ich natürlich sehen, okay, was ist mit meinen Gasflaschen los? Habe hier einen Boiler nochmal zusätzlich mit dabei. Hier Stromsteckdosen und die Beleuchtungssteuerung. So, und hier nochmal ein großer Spiegel. Also viele Spiegel. Jetzt kann ich zumachen. Das heißt, vorne ist ja jetzt alles offen. Jeder könnte reinschauen. Ich will auf Toilette gehen. Mache einfach hier zu. Habe hier eine Magnetleiste mit drin. Das Ganze ist auch kaum am Klappern. Das ist also auch ein wichtiges Argument, dass, wenn du ja unterwegs bist, so eine Tür, die hat ja immer so ein Problem, könnte klappern und die kann man verspannen hier oben mit diesem kleinen Lederriemen. Das heißt, die wird festgespannt und jetzt merkt man auch, jetzt ist Schluss mit Klappern. Vielleicht ein kleines bisschen wird es noch klappern, aber da gibt es auch Tricks, kann ich euch verraten, wie man sowas entklappern kann, wenn es denn auftreten sollte. Ja, große Dusche, eine extra Dusche mit drin, mit Handtuchhalter und dieser Metallic-Optik. Also wirklich schön gemacht. Und hier oben, da hast du richtig viel Platz. Da kannst du dein Duschgel und alles reinmachen. Und zwei richtige Duschwände mit dabei. Die sind hier.
Ja, das ist der Durchgang. Dann zur Heckgarage. Hier sieht man die Zusatzpolster. Die sind natürlich ganz entscheidend. Da kann ich das Bett bauen in der Mitte, denn ich habe die Möglichkeit, hier nochmal ein Bett zu bauen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt der Grundriss, wie er da ist. Ich habe also eine richtige Sitzgruppe hier drin, wo man sich gegenüber sitzt mit einem großen Tisch, der jetzt auch abgesenkt ist. Das heißt, hier kommen dann später die Polster drauf, damit ich nochmal ein Bett bauen kann. Aber wir machen jetzt mal eins. Wir werden jetzt mal diesen, ich sag mal hier, die Teile werden wir jetzt mal umlegen. Das geht relativ schnell. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gut aufgepasst, Harmony-Line. Und dann werden wir das Hubbett mal runterlassen. So, das wäre jetzt meine Sitzgruppe. Ich setze mich da auch gleich nochmal drauf, dass man das Ganze sehen kann. Man kann übrigens noch viel mehr Licht machen. Auch das, mal schauen, ob ich das mal gerade machen kann. Das war, ja, jetzt ist das Hauptlicht eingeschaltet, also hier oben. Und jetzt haben wir mal richtig schön viel Licht. Und hier drunter versteckt ist nochmal das abschließbare Hubbett, die Steuerung. Und jetzt geht's abwärts. Mal gucken, ob wir auch nichts hier irgendwie haben. Jetzt fahren wir es mal ganz tief. Es geht auf jeden Fall noch tiefer, aber jetzt bin ich schon in einem Bereich hier unten drin. Da muss ich ehrlich sagen, da brauche ich keine Leiter mehr. Also hier kann ich jetzt ganz bequem einsteigen. Ich mache das mal gerade. Also hier mit meinem Poppes einfach drauf und aus Bett einfach drauf. Wenn man hier, ich habe ja hier den Spiegel mit drin, in dem ich jetzt reinschauen kann. Und jetzt sieht man auch schön, da ist jetzt der Fernseher genau an der richtigen Stelle, wenn ich jetzt hier drauf liege. Das ist mein Komfort. Hier drunter hat man so ein Vlies mit drin, dass auch keine Staunässe sich irgendwie bilden kann unterm Bett. Rausfallschutz überall mit drin und wirklich viel Platz. Also hier denke ich mal bestimmt 1,60 Meter, 70 Breite auf der Kopfseite und auf der Fußseite vielleicht 10 Zentimeter weniger oder 15. Auf jeden Fall das langt. Also die ganze Fläche ist jetzt ein Hubbett. Und was man auch sieht, man muss oben oder vorne nicht viel umbauen. Ich habe die Fahrersitze jetzt auch noch in Fahrtposition im Moment und auch das geht. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz normal, dass man also dort die Fahrersitze einfach montiert lassen kann. Bei den meisten Hubbetten müssen die nämlich umgebaut werden. So, ich gehe mal einen Schritt zurück, dann sieht man das Ganze nochmal in der totalen. Das ist jetzt der Innenraum mit Hubbett und jetzt vorausgesetzt, man lässt die Bettauflagen drauf. Jetzt ist morgens, jetzt fahre ich das Ganze hoch auf Knopfdruck, elektrisch, sehr rückenschonend. Und Besonderheit hier ist natürlich dieser wirklich extrem niedrige Einstieg. Und hier hatte ich dann meine Betten, die jetzt hier verschwinden. Hier vorne sieht man noch, also nur, dass ihr das mal seht, hier ist noch so viel Platz dahinter. Also da kann man alle Bettauflagen auch wirklich ruhig drauf lassen. Das Ganze kann ich abschließen. Hier drunter befinden sich übrigens die beiden Gurtplätze. Das muss man so verstehen, dass man die umbauen kann. Man kann also aus diesem Platz hier jeweils einen Fahrplatz machen. Jetzt ist aber so, dass ganz viele zu zweit reisen und nur ab und zu mal jemand mitnehmen, wenn überhaupt. Und dann können die natürlich hier diesen Bereich komplett nutzen als Lounge-Bereich. Ziemlich cool. Ja, wir werden gleich mal die Fahrersitze versuchen zu drehen. Gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Ich denke ja. Cool ist beim Freistaat, stehen die neuen Fiat Ducato 8 schon hier, die 22er Modelle. Das heißt, wir können also auch das neue Cockpit schon sehen. All das können wir jetzt gerade mal selbst erfahren. Die Sitze übrigens, die Füße, die gehen ja nach vorne rein. Das heißt, auch das kann man so erweitern, dass man hier auch wirklich sitzen kann. Die Gurtböcke sind natürlich mit dem Chassis verbunden, aber das Thema Umbau haben wir schon in anderen Videos gezeigt. Am besten ruft ihr mal Leseo auf. Wir haben es in fast allen anderen gezeigt. So ist es drin. Hier vorne kann man noch Sachen unterbringen. Da ist ein Rausfallschutz mit dabei. Hier vorne noch eine Durchführung. Könnte ich also noch Sachen verkabeln, wenn ich das möchte. Und ich habe überall hier Lampen mit drin, die auf Touch reagieren, die ich an- und ausschalten kann. Ich habe Flächenvorhänge, die hängen am Hubbett dran. Ganz interessant. Und ich setze mich jetzt mal gerade auf die Beifahrerseite hier mal und blicke jetzt mal auf mein Gegenüber hier drauf. Spannend.
So, jetzt bin ich bei einer Sache, habe ich ja selten ein bisschen überfragt, wie kriege ich diesen Tisch hier hoch? Sind wahrscheinlich alle Liseo-Freunde, werden sich jetzt totlachen, aber nein, es ist wahrscheinlich ganz einfach. Wahrscheinlich einmal drücken, er ging zumindest mal von alleine runter. Und ja, man zieht einfach dran. So, und dann geht der Tisch hoch. Und das Spannende dabei ist, dass man den Tisch verwenden kann in halber Position. Das heißt, also jetzt habe ich jetzt hier einen großen Kaffeetisch, habe einen ganz breiten Durchgang hier nach vorne und habe trotzdem noch wirklich viel Platz. Und brauche ich denn den Tisch in voller Breite, dann kann ich hier den ausziehen, ausklappen und habe dann, ja, wie beim Italiener, meine berühmte Face-to-Face-Sitzgruppe. Liseo. Drunter durchlaufen beim Hubbett, ich bin 1,83, klappt. Also ich kann gerade drunter durchgehen. Und ich denke mal hier, Leute bis 1,90 ohne Schuhe, die schaffen das. So, ich baue mal kurz zurück. Hier kleines Feature. Warum sind hier so Stempel hier mit dabei? Das hat was damit zu tun, man kann nämlich aus dieser Sitzgruppe auch wieder eine Schlafgelegenheit machen und dieses Hubbett hier, da benutzt man die Leiter, auf halber Position positionieren. Das kann ich mal gerade machen. Ich fahre es mal gerade runter und stoppe mal auf halber Position. Das Ganze ist stufenlos. Stopp. So, und jetzt habe ich hier meinen Platz. Hier kann ich jetzt prima drin schlafen. Hier drunter kann ich sogar noch sitzen, wenn ich möchte, als kleine Person. Oder ich kann hier ein Bett draus machen, indem ich einfach diesen Tisch absenke und die Zusatzpolster, die hinten im Heck drin sind, benutze, um hier ein Bett zu bauen. Wozu man es auch immer braucht, es würde gehen. Das heißt, 4 Personen können hier mit irre viel Platz schlafen. Das ist natürlich super im Sommer, wo sich nicht so viel drinnen abspielt. Also ich habe ein sehr, sehr multifunktionelles Fahrzeug, bei dem aber tagsüber der komplette Platz vom Bett verfügbar ist. Und da ich ja kein Zusatzbett habe, was ich jetzt irgendwie verstecken muss, oft ist das Hubbett ja das Zusatzbett, hier ist es das Hauptbett. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass ich den ganzen Innenraum, wie beim Liner, komplett für mich zur Verfügung habe. Und dadurch, dass natürlich diese Sofas hier an der Seite auch noch so schmal sind, habe ich ein Raumgefühl, wenn ich mich jetzt hier in die Ecke mal setze und gucke jetzt mal hier rein, das ist irre. Ich meine, wir sind auf einem Fahrzeug 2,33 Meter, 34 Breite und haben dieses Raumgefühl hier mit drin. Und ja, das muss man zeigen, muss man verstehen. Dann kann man auch verstehen, dass natürlich das kein Standardgrundriss ist, sondern was ganz Spezielles. Und das ist dann auch natürlich ein bisschen teurer. Das heißt, man kriegt ja auch viel, viel mehr. Man kriegt nämlich viel mehr Innenraum. Aber auch die Verarbeitung wirklich schön. Das sieht man hier schön. Alles ist hier in dem Fall hier beledert mit Sichtnähten, Rausfallschutz. Hier oben habe ich Ablagen mit drin. Hier nochmal ein kleines Panoramafenster. Und natürlich das neue Fiat Ducato 8 Fahrerhaus, das ist hier schon integriert mit Multifunktionslenkrad und in dem Fall hier der analoge Tacho, die Remi-Verdunklungen und das gleiche nochmal hier von der Seite kann ich sehr schnell und effektiv verdunkeln. So, gucken wir mal gerade, denn eins will ich auf jeden Fall mal machen. Warte mal gerade, ich mache gerade die Armauflagen hier hoch, auch die sind beledert. Mal hochdrücken. Hier oben ist ein Hebel, den ziehe ich einmal und es funktioniert. Normalerweise bei neuen Fahrzeugen immer ein bisschen schwergängig, aber es funktioniert. Und ich gehe mal ganz zurück. Und das ist der Blick jetzt von der Beifahrerseite in die Sitzgruppe rein. Unglaublich viel Platz, also fast wie eine Turnhalle. Und das macht es, glaube ich, aus. Also du hast einen irre Raum hier drin. Die Küche komplett offen, komplett offene Blickachsen mit drin. Also muss man gesehen haben zumindest mal. Also wenn man sich interessiert für ein Reisemobil und Liseo sich nicht angeguckt hat, kann man zwar lange darüber diskutieren, ob man nicht einen klassischen Grundriss gerne hätte, aber diesen Platz, den man hier hat, den hast du effektiv in keinem anderen Reisemobil. Das ist so. So, gucken wir uns die Küche mal an. Das ist spannend. Hier kann man übrigens auch die Beine dann drauflegen. Das heißt also, da hast du den Platz pur. Da hinten können wir den Fernseher reinmachen. Auch da würden mir zum Beispiel so Sachen einfallen. Hier würde ich eine kleine Leinwand reinmachen, würde einen kleinen Beamer hier oben dran machen. Und dann hätte ich hier komplett Kino zum
abwinken. So, jetzt schauen wir mal gerade. Das sind die Nespresso-Kapselhalter, sind hier schon mit eingebaut. Das Ganze hier Hintergrund beleuchtet. Was wir hier haben, das ist, könnte sein eine Abdeckung. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Hier ein Drehmechanismus. Ja, ist ein Drehmechanismus mit drin und es sieht aus wie eine Arbeitsplattenerweiterung. Ist es auch. Die kann ich einfach rausdrehen und habe dann hier oben mein Spülfeld mit drin. Und wenn ich das schmutzige Geschirr drin habe, kann ich einfach zudrehen und habe das Ganze abgedeckt. Auch sehr pfiffig. So, was haben wir hier? 3 Flammen, Kochfeld mit Piezo-Zündung, Unterschränke. Das Coole hier bei den Unterschränken ist, dass ich richtig drankomme. Deswegen dürfen die auch ohne Schubladen sein. Ich habe also überhaupt keine Beengtheit hier. Und 230 Volt. Das da vorne sieht aus wie ein Anschlusselement für was auch immer, Antenne plus irgendwas. Kann ich jetzt nicht zuordnen. Und 2 Halter hier an der Seite und natürlich jede Menge Schubladen mit drin. Absperrhenne hier auf der Seite und Besteckschubladen und. Das Ganze geht natürlich so. Ich gucke mal gerade, ob das so ist. Wenn ich jetzt hier oben öffne, aufmachen, Sperre war mit drin, dass man auch nicht dagegen kommt. Also das wäre der geschlossene Zustand. Auch okay. Heißt, jemand ist jetzt auf der Toilette. Kann ich noch meine Schubkästen öffnen? Ja, kann ich noch. Es geht also genau hin. Wäre auch schade, wenn es anders wäre. So, das Ganze ist selbst einziehen. Jetzt sind die nicht beladen, aber es funktioniert auch dann. Ja, eine hohe Verarbeitungsqualität. Wir sind ja hier immer noch nicht im großen Liner-Bereich, sondern in der Mittelklasse angekommen, zumindest was das Gewicht angeht. Wir sind unter 3,5 Tonnen und da ist natürlich dieses Raumgefühl, was man dafür kriegt für das Geld, das ist unglaublich. Also fast unbeschreiblich. Viel, viel Platz. So, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Guck mal gerade aufs Dach drauf, ob irgendwas drauf ist. Aber da ist noch Platz für Solar ohne Ende. Und Thema Kühlschrank, da kommt man auch ordentlich ran. Großer Tedford, der auch so hoch gebaut ist, dass ich problemlos überall rankomme. Unten habe ich nämlich einen kleinen Sockel, der steht auf dem Sockel mit drauf. Und oben, mal schauen, da wäre Platz jetzt für eine kleine Mikrowelle. Die könnte man oben nochmal einbauen. Sattanlage ist bereits montiert von Teleco. Und der Fernseher ist wahrscheinlich auch dabei. Bei dem Paket kann man es ja gleich mal anschauen. Vom Preis her, ja, klar, ist natürlich auch wieder Geld, aber das Raumgefühl, du verschenkst keinen unnötigen Platz für dein Bett. Und das ist das, wo viele dich dann auf dem Campingplatz dann auch beneiden werden. Ja, wir sind da im Freistaat in Sulzemoos. Mal gucken, 23 Minuten. Ich denke, das war okay für das Fahrzeug, denn man muss die Features einfach mal zeigen. Wir haben hier 6,89 Meter Länge bei alles, 2,30 Meter Breite, die Höhe 2,99 Meter und eine Zuladung von 435 Kilogramm. Basispreis sind 74.780, wie es hier steht, 84.300 Euro mit den ganzen Extras, die wir eben gesehen haben. Vollautomatische Sattanlage und eine Gasflaschenumschaltanlage, die haben wir eben gesehen, Fernanzeige, eine Solaranlage ist mit drauf, eine Sonnenmarkise 4 Meter, eine Gasaußensteckdose, Außendusche und die Mittelsitzgruppe ist umbaubar zum Bett. So, hier steht's. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Für heute ist Feierabend, 19. Januar 2022. Wenn ihr das Ganze seht und uns unterstützen möchtet, so würde ich euch bitten, abonniert unseren Kanal German Television, drückt auf Abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir haben echt viele Zuschauer, mehrere Millionen, aber verhältnismäßig dazu wenig Abonnenten. Klickt ruhig mal an, dass wir da möglichst schnell wachsen, denn dann haben wir die Möglichkeit, auch mehr von diesen tollen Videos zu machen, über diese tollen Fahrzeuge. Also das sind ja die Hauptstars bei uns jeweils drin und ich denke, der Bürster mit Liseo, die haben es wirklich in sich. Wir sind beim Freistaat in Sulzemoos. Das Ganze liegt zwischen München und Augsburg. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, wir haben noch einen zweiten Kanal, German Television Plus. Riesenthema E-Bike. Und morgen, ja, da werden wir den TD 728G Harmony Line nochmal ins Visier nehmen. Ganz, ganz toller
Wagen noch auf Ducato 7, aber wir haben ja auch den 8er da und da in der Ecke steht noch ein Modell, das werden wir auch mal etwas näher betrachten. Das ist der, ich kann mal schauen, der TD96G Harmony Line und alle so ungefähr um den gleichen Preis. Der hier liegt jetzt bei 85.000 Euro. Alle sind ein bisschen anders. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.